Ja, herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge vom Datendialog. Schönen guten Abend. Wir zeichnen diese Folge heute auf vor der INSIMA Weihnachtsfeier. Dementsprechend sind wir auch schon in guter und freudiger Stimmung. Und wir sprechen heute mal ausnahmsweise nicht über irgendein Datenschutz- oder IT-Sicherheitsthema, sondern nachdem wir heute Abend ja das Fest der Liebe und das Fest der Geschenke vor allem auch feiern werden, haben wir uns einmal überlegt, was sind denn eigentlich passende Geschenke für jemanden, der seinen Lebensunterhalt mit Technik und mit IT verbringt, beziehungsweise auch für technikaffine Kinder, technikaffine Freundinnen und Frauen. Also worüber könnte man sich denn da so freuen? Aber abseits einmal hinzugesagt, wir versuchen halt unsere Freizeit außerhalb der Technik auch zu verbringen. Aber natürlich sind wir, glaube ich, beide Menschen, die für gewisse Dinge einen Faible haben oder ein bisschen technikverliebt sind. Deshalb gibt es ja durchaus gewisse Gadgets, die wir uns vorstellen könnten, die unter unserem Weihnachtsbaum liegen dürften. Also was steht denn da so auf deinem Wunschzettel im Moment? Ach, wo fangen wir da an? Also, wenn Geld keine Rolle spielen würde, das mal vorausgesetzt, würden mich so eine Drohne definitiv schon interessieren, weil ich einfach begeistert bin von den Möglichkeiten, die eine Drohne bietet. Ich kann die Teile ja heutzutage schon wirklich in einen Verfolgungsmodus schicken. Die Dinger sind relativ leicht, sind schon leistbarer, aber mit, sage ich einmal, halbwegs anständiger Kamera drauf doch noch knapp um die 1.000 Euro aufwärts, was für mich dann als Spielzeug dann doch nicht in Frage kommt. Ja, aber ich glaube, Autoverfolgungsmodus bist du gar nicht so weit weg. Also ich glaube, die schnelleren DJI-Drohnen kommen schon auch auf 40, 50 km/h. Also da kannst du zumindest im Ortsgebiet schon nochmal eine Verfolgungsjagd filmen. Ja, man sollte vielleicht nicht versuchen, mit seiner neuen DJI durch einen Wald Ski zu fahren. Ich würde mich auf die Sensoren nicht verlassen, dass er nicht den 10. oder 11. Baum küsst. Ich habe da leider selbst noch überhaupt keine Erfahrungen. Ich habe nur ein bisschen was online gesehen, was da so möglich ist. Ja, für die klassischen Sport- und Action-Geschichten im Wald gibt es ja auch noch diese Action-Cams. GoPro hat in den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen nachgelassen. Also ich glaube, GoPro bringt brav noch im zumindest Jahresrhythmus neue und bessere Modelle auf den Markt. Ja, wobei ich gelesen habe, dass GoPro ziemliche Probleme hat, an den Umsätzen anzuschließen und den Absatzmarkt noch anzukurbeln. Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Also es gibt mittlerweile sehr günstige Action-Cams auch aus dem chinesischen Raum. Ich glaube, Yi ist sein Hersteller, da habe ich letztens mal einen ausführlicheren Bericht gelesen. Die bekommt man natürlich auch schon für einen Bruchteil des Geldes, auch mit einem großen Zubehörset. Also ich glaube, mein Bruder hat sich auch so eine ganz günstige Action-Cam mal gekauft mit, ich glaube, einem Koffer voll Zubehör um weit unter 100 Euro. Mit der haben wir mal ein bisschen an einem Sommertag am See herumgespielt und zumindest mir ist jetzt kein großer Unterschied zu der Qualität, die ich von einer GoPro kenne, aufgefallen. Aber das sind jetzt mal Outdoor-Geräte, die man natürlich wunderbar in seinen Ferien und seiner Freizeit draußen verwenden könnte. Aber was könnten wir uns alles vorstellen, was man auch auf der Couch spielen könnte? Aber wir sind ja doch beide schon etwas fortgeschrittenen Alters. Natürlich unsere Retro-Spiele, unsere Jugend oder unsere frühen Erwachsenenzeit wäre toll, die aufleben zu lassen. Ja, also Nintendo hatte da im letzten Jahr schon sehr erfolgreich den NES, das alte Nintendo Entertainment System oder liebevoll genannt auch die graue Brotdose, neu aufgelegt in einer Mini-Classic-Version, hat dann heuer, glaube ich, mit dem Super Nintendo nachgeschossen. Ja, ist im Prinzip eine nette kleine Geschichte. Ist ja, aber wie ist das mit den Lizenzen? Kaufe ich mir die Spiele gleich dazu? Oder? Nein, du hast Spiele vorinstalliert. Also das ist halt sozusagen der kleine Nachteil. Du hast sozusagen vom Hersteller eine vorausgewählte Spieleauswahl. Die sind auch ein bisschen an moderne Gegebenheiten angepasst, jetzt nicht was den Inhalt angeht, aber ich glaube, man kann zwischenspeichern, man kann teilweise auch im Mehrspielermodus gewisse Sachen machen und natürlich, da sind wir wieder ein bisschen bei der technisch affinen Seite bei uns, natürlich haben die ersten findigen Leute auch schon herausgefunden, wie man diese Konsolen hacken kann, das heißt, wie man sehr wohl auch eigene Spiele dann drauf bekommt. Naja, wer hat wirklich so viel Zeit, sich mit so einem Retro-Teil zu befassen? Ich glaube, da gibt es sehr viele. Also ich weiß auch, Sony hat jetzt heuer versucht, an das Nintendo-Geschäft anzuknüpfen, hat eine PlayStation Classic herausgebracht. Die ist allerdings bei den Gamern ein bisschen verrissen worden, weil die Emulation, also es ist natürlich jetzt nicht die Original-Hardware, die da zum Einsatz kommt, sondern da wird im Prinzip emuliert. Nur hat Sony da offenbar einen nicht wahnsinnig tollen oder gut optimierten Emulator genommen. Und da sind aber auch schon die ersten Leute draufgekommen,
bekommen, dass sich die sehr, sehr einfach hacken lässt. Und jetzt wartet man sozusagen darauf, dass die Community da aus dieser Hardware etwas bisschen Besseres rausholt, als es Sony gemacht hat. Also ich war selbst auch Besitzer einer Sony PlayStation erster Generation, muss aber für mich selbst sagen, dass sich diese Investition für mich sicher nicht rentiert hat. Ich bin, glaube ich, mit diesen paar Spielen, die da am Anfang beim Pack dabei waren, ziemlich stecken geblieben. Ja, die Faszination hat ziemlich schnell nachgelassen. Das war bei der Wii eigentlich bei mir fast besser. Die hat mich etwas länger fasziniert, bevor ich sie weiter verschenkt habe. Also ich muss auch sagen, ich bin mehr ein Nintendo-Kind, auch immer schon gewesen. Bisschen auch Sega, also Mega Drive, Master System waren schon auch coole Systeme damals. Aber ich bin nach wie vor noch ein großer Nintendo-Freund, habe auch letztes Jahr zu Weihnachten eine Switch geschenkt bekommen, die ja den Vorteil hat, dass ich sie sowohl am Fernseher verwenden kann, als auch als Mobilkonsole, und habe da das aktuelle Legend of Zelda Breath of the Wild dazu bekommen und muss sagen, das hat mich, ich glaube, durchaus bis in den Sommer hinein schon immer wieder mal beschäftigt. Also ich habe es dann auch tatsächlich mal geschafft, es durchzuspielen, allerdings glaube ich mit nicht mal 30% der Dinge, die man in diesem Spiel, das ist ein Open-World-Spiel, wo man auch sehr viel frei herumlaufen und freie Quests erfüllen kann. Also ich glaube nicht mal 30% von dem habe ich geschafft. Also es könnte mich wahrscheinlich sicher noch das nächste Jahr auch beschäftigen. Ja, aber wer findet da wirklich Zeit, dass er sich da stundenlang hinsetzt und so ein Computerspiel? Also gerade die Mobilversion finde ich sehr angenehm. Ich habe dann sehr gerne im Zug oder im Urlaub, wenn ich mal eine Stunde Zeit hatte, habe ich dann das Ding aufgedreht, ein bisschen weitergespielt. Gut. Also ich komme ja eher noch aus den C64er Zeiten. Mir ist ein einfacher C64-Emulator, den man sich gratis vom Internet runterladen kann. Übrigens alle Spiele jetzt auch schon gratis zur Verfügung stehen. Ist mir durchaus lieber. Ja, da kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Ein bisschen die Bastelei-Geschichte, vielleicht über die Feiertage Zeit. Also ich habe das auch selbst mal gemacht. Kann natürlich so einen 35 € Raspberry Pi verwenden. Da gibt's auch fertige Retro-Gaming-Systeme. Ich glaube, basiert auf einer Open-Source-Emulator-Engine, die es da gibt. Und da kann ich mir natürlich vom die angesprochenen C64 über den Nintendo bis hin zur PlayStation, ich glaube N64 geht auch noch großteils von der Rechenpower her. Ja, also im Wiki steht's drin. Ja, kann ich mir da herrichten. Dann gibt es zum Beispiel von 8BitDo sehr schöne Controller mit Bluetooth, die dem Super Nintendo Controller nachempfunden sind. Das heißt, ich bekomme so in Summe um vielleicht 150 €, wenn ich wirklich Geld investieren möchte, bekomme ich da ein sehr schönes System, wo ich mir sehr einfach alle Konsolen mit allen Spielen meiner Jugend emulieren kann. Natürlich, die Legalität dieser ROMs ist ein bisschen umstritten. Die Classic-Konsolen haben da natürlich Rechtssicherheit. Da habe ich nur Software drauf, die ich auch verwenden darf. Es gibt natürlich Portale mit sogenannter Abandonware, wo teilweise auch vom Hersteller selbst Dinge zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt auch immer noch für diese alten Konsolen, soweit ich da informiert bin, sogenannte Homebrew-Szene. Das heißt, es gibt Leute, die für alte Spielekonsolen neue Spiele entwickeln, die gratis zur Verfügung stellen. Dafür ist so ein Raspberry natürlich auch dann super geeignet. Was gibt's außerhalb der Konsolenwelt oder der Bildschirmwelt für Spielzeuge oder Spiele, die uns technikbegeisterte Menschen irgendwie noch vom Ofen vorlockt? Ja, also was ich leider noch nicht selbst ausprobiert habe, weil ich bin sehr begeistert schon mal in einem Spielzeuggeschäft davor gestanden und habe fieberhaft überlegt, ob ich irgendein Kind kenne, das den Altersansprüchen, die da auf der Packung angegeben waren, entspricht und ich sowas kaufen könnte. Und zwar gibt's da die sogenannte Gravitrax Kugelbahn, die, soweit ich das dann nachgelesen habe, auch dazu dient, dass man den Kindern ein bisschen ein Verständnis für Physik und Mechanik und Naturwissenschaften näher bringt. Und den Eltern das Geld aus der Tasche zieht. Es gibt ja natürlich eine Menge von Add-ons, aber im Prinzip ist das eine Kugelbahn, die ich mit diversen Add-ons wie einem Katapult oder einer Gausskanone erweitern kann. Ich weiß nicht, Georg, du als Familienvater, hast du da schon Erfahrungen gemacht? Nein, ich kenn das eigentlich auch nur aus dem Geschäft. Ich habe es bis jetzt noch nie aufgebaut gesehen. Also ich kann jetzt zu diesem Gravitrax-Dingen gar nichts sagen, aber ich bin mir sicher, einige unserer Hörer wissen da eher Bescheid als wir. Aber es sieht ziemlich cool aus. Also ich habe mir mal ein paar YouTube-Videos angeschaut, beziehungsweise auch beim Hersteller auf der Seite. Ich glaube, wenn ich ein Kind im richtigen Alter hätte, würde mich das schon schwach machen, sowas vielleicht mal unter den Baum zu legen. Ja, was bei uns heuer auf dem Wunschzettel steht fürs Christkind, ist eine Autorennbahn. Ich habe mir zu diesem
diesem Zwecke natürlich auch die Anki Overdrive angeschaut. Das sind im Prinzip schon wirklich vollends selbstständige KI-Autos, die da über eine Rennbahn brausen. Die Bahnen sind im Prinzip nur mehr zusammengesteckte Folien. Daran ist es eigentlich gescheitert, dass ich gesagt habe, wir kaufen das sicher nicht. Noch dazu gibt es da im Prinzip keinen Controller mehr, sondern ich brauche wirklich mein Smart Device, mit dem ich dann mein Gefährt oder mein Gerät steuern kann. Muss mich aber nicht mehr ums Fahren kümmern selbst, sondern das Auto fährt quasi selber. Ich brauche den anderen nur mehr abschießen. Ja, ist nicht so das Optimalgeschenk, aber ich glaube schon, dass das die ersten Anzeichen sind für das Rennerlebnis oder das ist die Rennbahn der Zukunft für Kinder. Ja. Ich habe keine Spuren mehr, sondern das Auto bewegt sich wirklich wie von Geisterhand über diese Bahn. Sieht sensationell aus, schaut sehr cool aus, aber zu filigran. Ich muss nur noch diese Bahn irgendwo auflegen und dann fährt das Auto von selber. Genau. Ich kann auch gegen einen KI-Gegner fahren. Ich bin aber nicht mehr gebunden an diese klassische Carrera-Bahn, wo ich in der Mitte meine Spur habe und die Spur hält mein Auto fest, sondern das Auto bewegt sich wirklich frei auf dieser Bahn. Aber wer gewinnt dann das Rennen, wenn das... Gibt's dann unterschiedlich schnelle Autos? Oder ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, die fahren gleich. Du musst halt den anderen irgendwie ausbremsen oder so. Ja. Aber wenn ich das Auto selbst nicht mehr steuern kann, oder kann ich das schon noch steuern über eine App? Du kannst das meines Wissens schon noch steuern oder du kannst noch irgendwie eingreifen mit diversen Upgrades und etc. Ich glaube nicht, dass das du noch wirklich selbst richtig steuern kannst. Vielleicht gibt es ja noch Lootboxen, wo ich mir Add-ons du kannst dann alle möglichen Add-ons kaufen, genau, direkt in der Software-App, wo du dann dein Auto aufmotzen und aufrüsten kannst. Das schon. Du kannst auch gegen einen KI-Gegner fahren. Also. Sehr schön. Ja, schaut sehr interessant aus. Wir haben uns aufgrund der nicht robusten Bauweise dagegen entschieden. Ich gehe ganz gerne mal, wenn ich in einem Einkaufszentrum bin, auch mal ein paar Minuten in ein Spielzeuggeschäft und schaue, was es da so Neues gibt. Habe auch ein paar Kinder in der Verwandtschaft, die ab und zu mal beschenkt werden müssen zu den diversen Anlässen. Und ich schaue jetzt immer ein bisschen neidisch auf die modernen Actionfiguren, die es da heute so gibt. Ich bin ja tatsächlich als Kind der 80er auch mit He-Man und den Masters of the Universe aufgewachsen und muss gerade sagen, so im Bereich der Comicfiguren, Marvel, DC, als alter Wrestling-Fan auch die Wrestling-Figuren, die es heute gibt, das finde ich schon sehr interessant und sehr faszinierend. Da sind wir heute schon sehr viel weiter als zu meiner Zeit. Ja, hat sich sicher viel getan. Wobei ich habe irgendwie das Gefühl, Marvel dominiert den Markt so dermaßen, dass es eigentlich kaum was anderes gibt außer Marvel. Also Marvel gehört ja mittlerweile Disney und ich glaube, wenn Disney eins gut kann, dann ist das Spielzeug an Kinder verkaufen. Also das können sie, glaube ich, sehr gut, wie du vielleicht auch aus eigener Erfahrung schon mitbekommen hast. Durchaus. Also Star Wars dominiert bei uns definitiv. Frozen ist vielleicht auch so ein Thema. Natürlich. Bei Medien. Weil, was natürlich auch ein bisschen die Sozialkomponente stärkt, ist das gute alte klassische Brettspiel. Bietet sich jetzt natürlich auch in der kalten und vielleicht auch ein bisschen weniger stressigen Zeit um Weihnachten an. Kann man natürlich mit den Kindern die Klassiker wie Mensch ärger dich nicht und was es da so alles gibt spielen. Es gibt aber durchaus auch für die gehobenere, ältere Zielgruppe da interessante Sachen. Bin da jetzt selbst nicht so tief in dem Thema drin, habe aber einen guten Freund, der da sich sehr viel damit beschäftigt und über den komme ich auch immer wieder mal dazu, solche, ich sag mal, wirklich komplexen, kooperativen, fast schon Pen and Paper Rollenspielartige Spiele zu spielen. Also was ich da mal vor einiger Zeit gespielt habe, war Shadows of Brimstone. Noch nie gehört. Ja, ich bis dahin auch nicht. Das ist ein Setting, das spielt sozusagen im Wilden Westen. Da wird dann irgendein Rohstoff allerdings gewonnen, der dann irgendein Höllenportal öffnet und dann kommen Monster und dann muss man sozusagen in seiner Art Wild-West-Science-Fiction-Welt miteinander verschiedene Aufgaben lösen und Monster bekämpfen. Sehr kurzweilig ist natürlich aber auch eine klassische Gelddruckmaschine, weil natürlich gibt's da auch hunderte von Add-ons, ja, die man dazu kaufen kann. Da kostet ja eigentlich das Basismodul schon fast 140 €. Kommt aber noch vor Weihnachten. Kommt noch vor Weihnachten, wenn Sie gleich anrufen und sofort bestellen. Aber es gibt in Deutschland gerade einen Streik, also bin mir da nicht sicher. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe vielleicht da ein bisschen noch was zu dem Thema. Gerade in den letzten Jahren Online-Shopping natürlich verstärkt und ich habe heuer auch wieder fleißig die diversen großen Händler ein bisschen unterstützt, weil es natürlich viel praktischer ist, sich die Dinge online auszusuchen und liefern zu lassen. Und hatte, glaube ich, so ziemlich alle Logistikdienstleister, die mir so einfallen, in der Liste, mit denen ich beliefert wurde. Und ich muss sagen, bis auf ein Geschenk haben tatsächlich alle es geschafft, pünktlich und korrekt zuzustellen. Also an dieser Stelle auch nochmal Danke an die teilweise armen
unterbezahlten Menschen, die da um diese Zeit durch die Lande gondeln müssen, damit die Leute zu ihren Geschenken kommen. Ja, aber Markus, du solltest daraus lernen, dass man nächstes Jahr schon im September anfängt, die Weihnachtsgeschenke zu organisieren. Na, dagegen verwehre ich mich bis heute. Okay. Was gibt es sonst noch im Unterhaltungssektor? Ich glaube, wir schauen beide gerne mal gute Filme an. Was für einen Fernseher hast du zu Hause? Ich habe mittlerweile einen 4K-Fernseher, allerdings war das mehr ein Gelegenheitsschnäppchenkauf bei mir. Ich habe den nämlich tatsächlich beim Discounter meiner Wahl als Eröffnungsangebot von einer neuen Filiale gesehen und haben gedacht, okay, ein 4K-Fernseher ich glaube damals unter 400 Euro, das war mehr so ein, ich nehme den jetzt mal auf Verdacht mit, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich daheim tatsächlich noch eine sehr große und sehr schwere Röhre stehen. Und habe mich dann dafür entschlossen und muss sagen, es ist so ein bisschen smart, nicht ganz Smart TV, also ich glaube, er kann von Haus aus Netflix und YouTube und dafür muss ich sagen, ist er preis-leistungsmäßig ganz in Ordnung und hat mich bisher auch nicht enttäuscht. Also ich bin immer noch bei Full HD, habe auch nicht wirklich jetzt das Bedürfnis, da umzurüsten auf 4K, weil ich glaube, dass die Experience weit darauf eher bescheiden bleibt. Also dieser Sprung auf Full HD war sehr hoch vom normalen Bild. 4K glaube ich nicht, dass jetzt noch dieser große Sprung ist, weil es eben ein 55 Zoll Schirm ist und ich nicht sehr weit davon entfernt sitze. Also. Ja, ist bei mir auch so. Ich meine, ich muss sagen, mir fällt der Unterschied zwischen Full HD und 4K schon auf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich enttäuscht die Fernbedienung ins Eck werfe, ja, also wenn Inhalt nicht das in 4K. Das ist ja, was ich meine, weil es war ja damals vom Analogsignal auf Full HD, das war ja wirklich ein Sprung. Ja. Das war ein Wow-Effekt, der eigentlich beim 4K-Bild nicht wirklich da ist, meines Erachtens. 4K ist ja ohnehin schon wieder von gestern, also wir wir reden schon von auf 8K hin, also soweit ich weiß, ich glaube NHK, das ist ein großer japanischer Sender, hat jetzt vor einigen Wochen, glaube ich, erstmalig 8K-Material sozusagen als Testsendung ausgestrahlt. Ja, und zwar haben die 2001 von Stanley Kubrick in Zusammenarbeit mit dem Filmstudio neu abgetastet in 8K und haben diesen Film dann in Japan ausgestrahlt. Also ich glaube, gerade dieser Schritt von 4K auf 8K für einen Normalo-Fernseher ist absolut sinnlos. Wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Ich glaube, was mehr bringt, ist HDR, also der dynamische Kontrast. Da habe ich auch schon einiges gesehen. Ja, wobei da sind nicht alle glücklich damit, mit diesem HDR, weil HDR doch manchmal die Farben doch sehr fälscht. Ja, ich glaube, wo die meisten noch nicht glücklich sind, ist, dass es natürlich schon wieder, weil das ist klassisch für diese ganze Unterhaltungselektronikbranche, dass es da natürlich schon wieder verschiedene Standards, verschiedene Ansätze gibt, wo man wieder als Konsument sich sehr genau informieren muss vorher, welchen Standard hätte man denn gern, welchen Standard gibt es, was unterstützt denn die gekaufte Hardware. Audiobereich gehen wir mit Dolby Atmos in eine ähnliche Richtung, das ist sozusagen der sogenannte Immersive Sound, wo der Ton jetzt auch von oben kommt. Heißt aber natürlich, wenn ich jetzt ein stolzer Heimkinobesitzer bin, dass ich meine Anlage da auch wieder ein bisschen aufrüsten muss, wenn ich diesen neuen Standard haben möchte. Definitiv. Was, glaube ich, ein bisschen in Hinterfeld gerutscht ist zurzeit, sind die Beamer. Ich glaube, im Businessumfeld immer noch relativ beliebt, aber aufgrund der Leistbarkeit und der Größe der neuen Schirme spielen die Beamer eigentlich immer weniger eine Rolle, außer ich habe wirklich Riesenfläche zu. Ja, also ich bin jetzt in der glücklichen und unglücklichen Situation, mich mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen. Ich habe nämlich tatsächlich vor, in meinem bald zu entstehenden Haus einen eigenen Heimkinoraum einzurichten. Und da schaue ich jetzt immer leise weinend auf die Preise von diesen Sony 4K Beamern, die sich halt leider mit jeder neuen Generation von den 7.000 Euro nicht wirklich wegbewegen. Also das wird noch sehr genau zu überlegen sein, was bei mir dann zum Einsatz kommt. Was es da allerdings gibt, sind sozusagen Beamer, die ein 4K-Bild emulieren können. Das heißt, da springen diese Pixel sehr schnell hin und her und er kann sozusagen mit einem Full-HD-Beamer ein 4K-Bild relativ gut, soweit ich das bisher gesehen habe, nachstellen und die bewegen sich dann schon wieder in einem Preisrahmen, wo man nicht weinen muss. Ja, oder du könntest irgendwie deinen Ausbau deines Heimkinos noch ein bisschen rauszögern. LG hat ja vor kurzem die Marktreife seines faltbaren bzw. aufrollbaren Fernsehers 2019 versprochen. Vielleicht ist da auch in deiner Größe dann einer dabei, den man dann wirklich raufrollen oder auffalten kann. Wäre doch wunderbar. Ja, ich weiß, dass Samsung tatsächlich schon für den Kinobereich quasi eine aktive, nicht mehr wirklich Leinwand, sondern eigentlich einen Verbund aus Displays ja nicht nur angekündigt hat, sondern eigentlich schon im Einsatz hat. Ich glaube, es gibt sogar in Wien mittlerweile ein Kino, wo diese Technik zum Einsatz kommt. Hat natürlich für die Kinobranche, die ohnehin immer jammert, dass sie zu wenig verdient, den Vorteil, dass man jetzt nicht mehr den abgedunkelten Saal haben muss. Das heißt, man kann diese Kinosäle auch wunderbar verwenden für Firmen-Events, für Gaming-Events, für Präsentationen und kann da natürlich seine Auslastung ein bisschen erhöhen. Wird aber vermutlich
vermutlich noch ein paar Jahre dauern, bis das auch für den Heimgebrauch so leistbar ist, dass man sich's auch an die Wand nagelt, klebt, stellt, wie auch immer man dann wie das dann auch immer ausschaut. Ja, aber die Portale, die Streaming-Portale, die heutzutage schon fast jeder nutzt, werden die Leute immer mehr vom Kino wegtreiben und doch eher ins Heimkino. Ich zum Beispiel selbst bin ein begeisterter Netflix-Schauer. Für mich spielt analoges Fernsehen kaum eine Rolle. Was für meine Kinder auch immer wieder lustig ist, weil sie manchmal nicht verstehen, wenn wir woanders sind, dass es dort nur analoges Fernsehen gibt oder nur, dass man das nicht anhalten kann und dass man nicht on demand alles schauen kann, wann man gerade will. Wir kommen aus ORF 1 und 2 Zeiten, also bei uns war das also noch das stimmt. Also ich kann mich tatsächlich noch erinnern, als Kind war es wirklich noch ein Thema. Vor allem, da war es auch noch nicht so mit, jeder hatte immer einen Videorekorder zu Hause. Und so im Volksschulalter, da musste ich um 14.20 Uhr irgendwo sein, wo es einen Fernseher gab, ob das jetzt daheim war oder bei der Oma oder beim Nachbarn, weil da lief Batman und danach lief Raumschiff Enterprise. Und wenn man das sehen wollte, dann musste man halt zur Zeit, wo das gezeigt wurde, vor dem Fernseher sitzen. Wenn ich das heute einem Kind erzähle, schaut mich das jetzt ganz mit großen Augen an und fragt, wieso? Dann nehme ich das Smartphone von der Mama und dann drücke ich auf YouTube und dann schaue ich mir das an. Fertig. Da war übrigens, das waren die sogenannten Hoffeger-Serien. Genau, ja. Der Hof war leer gefegt vom Menschen. Gut, gehen wir noch ein bisschen auf Audio, auf Musik. Ich arbeite zum Beispiel sehr gerne manchmal auch von zu Hause, möchte mich aber von äußeren Störgeräuschen dann eher doch ein bisschen abschotten. Was ist die Möglichkeit? Ein wunderschöner Kopfhörer, der Noise Cancelling macht. Wäre vielleicht auf meiner Wunschliste oben. Ich verwende jetzt einen, der schon etwas in die Jahre gekommen ist, aber seinen Dienst sehr gut verrichtet hat. Mal schauen, ob es in nächster Zeit dann doch ein Modell von Sony wird. Nur hier muss man dann auch für ein halbwegs anständiges Modell bereit sein, zwischen 300 und 400 Euro auszugeben. Ja, also gute Kopfhörer sind nicht ganz günstig. Das kann ich ja auch als Inhaber von ein bisschen Podcast-Equipment jetzt sagen, also auch die Studio-Kopfhörer, die wir da jetzt verwenden, die eigentlich nur eine relativ neutrale Soundwiedergabe ermöglichen, haben, glaube ich, auch schon ein bisschen über 100 Euro gekostet. Also gute Audio-Hardware kostet nach wie vor. Ja, was mich mehr interessiert als Noise Cancelling, weil meine Methode gegen Noise Cancelling ist dann einfach lauter aufdrehen. Okay. Was mich da allerdings mehr stört, sind Kabel. Das heißt, ich verwende schon seit einiger Zeit Bluetooth-Kopfhörer, wäre jetzt aber interessiert an diesen sozusagen wirklichen True Wireless Kopfhörern, wo ich wirklich nur noch die Stücke habe, die ich mir ins Ohr hineinstecke, ohne irgendein Kabel. Da steht auch tatsächlich ein Paar auf meinem Wunschzettel ans Christkind. Bin ich sehr gespannt, ob ich da etwas unter dem Baum finden werde. Ja, aber sehen die auch so dämlich aus wie die von Apple? Was dann auf der Die Seite sehen zum Glück nicht so dämlich aus wie die von Apple. Die verschwinden, glaube ich, fast vollständig im Ohr oder haben noch so einen kleinen Knubbel außen dran. Und der Vorteil von dem Paar, das ich gerne hätte, ist, dass die offenbar mit dieser Ladeschale auf eine sehr gute Akkulaufzeit kommen. Also ich glaube, 3 Stunden oder so spielen sie normal und ich kann sie aber, ohne dass ich diese Ladeschale neu auflade, ich glaube bis zu 12 Stunden lang, kann ich mir da Betrieb rauskitzeln. Klingt doch gut. Klingt interessant. Ich werde das dann berichten, ob es tatsächlich so ist, falls ich sie bekomme und das erste Mal fluchend im Zug sitze und die Gespräche meiner Mitmenschen mithören muss. Weil aber du bist ja gerade am Haus bauen. Bist du da auch auf der Suche? Ich habe mir schon öfters überlegt, mir ein Boxensystem im Haus zu installieren. Es muss jetzt nicht unbedingt smart sein, aber es wäre doch schon manchmal ganz nett, wenn man seine Musik einfach von einem Raum in den nächsten mitnehmen könnte. Hast du da schon was in die Richtung überlegt? Also mitnehmen weiß ich nicht. Ich habe aber tatsächlich mir schon ein bisschen was angesehen. Also ich hätte zum Beispiel ganz gerne auf der Terrasse dann eine ganz gute Beschallung. Ich hätte, nachdem ich ganz gern koche, auch in der Küche gern Beschallung, weil was ich ganz gern mache, ist beim Kochen Podcast hören. Zum Beispiel den Datendialog, weil es so toll ist, uns nochmal zuzuhören, nachdem wir es vorher aufgenommen haben. Nein, aber ich höre ziemlich viele Podcasts. Was ich jetzt im Moment daheim habe, ist einfach so ein ganz kleiner, wirklich mobiler Lautsprecher. Und ich habe mir jetzt einfach im Badezimmer und in der Küche so Klebehaken installiert und hänge den, also sozusagen der smarte Lautsprecher ist so smart, wie ich bin, wenn ich ihn mitnehme und in dem Raum, wo ich mich gerade aufhalte, platziere. Prinzipiell wäre es natürlich schön, wenn ich in den wichtigsten Räumen sowas hätte. Bin da jetzt auch noch ein bisschen überlegen. Da gibt es ja eine ganze Menge von verschiedenen Anbietern. Was ich nicht möchte, ist, ich möchte, dass dieser Lautsprecher so dumm wie möglich ist. Das heißt, das soll mich nicht die Alexa, die Cortana, der Bixby oder sonst jemand begrüßen und da mir zuhören. Bin ich ganz bei dir. Sondern es reicht, wenn das Ding irgendwie per WLAN oder Bluetooth mit meinen Geräten kommuniziert. Also es stört mich auch nicht, wenn ich am Smartphone auf Play drücken muss. Ich muss nicht unbedingt sagen, Alexa, spiel mir Besinnliches von Cannibal Corpse vor, sondern das kann ich schon noch selbst entscheiden. Was ich mir da tatsächlich überlegt habe, da wären wir auch wieder bei so einer Bastelei
2-Geschichte. Es gibt auch auf Basis von einem Raspberry Pi ganz gute Lösungen. Es gibt ja für den Raspberry auch diverse Soundkarten, die ich mir für relativ wenig Geld aufstecken kann, weil die native Soundwiedergabe vom Raspberry ist eher mau. Aber da gibt's wirklich diverses bis hin zu Digitalausgängen. Und dann gibt's natürlich passende Software, wo ich mir von Spotify über Google Music, über meine lokale Musiksammlung, über Podcasts mit bequemer Smartphone- oder Tablet-Steuerung dieses Ding bedienen kann. Und wenn ich mir anschaue, was so ein Multiroom-System in Smart kostet, ist es durchaus eine Überlegung, vielleicht irgendwo halbwegs gute Boxen, die halt nichts können, außer Boxen zu sein, mit so einem Raspberry zu koppeln und die einfach strategisch dort zu verteilen, was benötigt wird. Das wäre eine Möglichkeit, vielleicht den großen Bruder draußen zu halten, ja. Ich muss dich jetzt aber prinzipiell enttäuschen, es gibt von Cannibal Corpse wirklich nichts Besinnliches. Ich habe wirklich danach gesucht, keine Chance. Schade, dann wird es doch bei Eisregen bleiben. Was und auch unter einen meiner Christbäume liegen dürfte, wäre zum Beispiel irgendein Wearable, wobei ich jetzt da nicht von der iWatch rede, weil die iWatch mich persönlich gar nicht anspricht mit ihrem kantigen Design. Ich wäre da eher so auf der Garmin-Schiene unterwegs und da dürfte es natürlich nur das Feinste vom Feinsten sein. Da sind wir natürlich bei der Phoenix 5S. Startpreis ab 700 € aufwärts. Ist auch der Grund, warum ich so eine Wearable noch nicht besitze, weil mir das einfach viel zu viel Geld für eine Uhr ist, die ich vielleicht zum Laufen nehme, ja, und vielleicht nette Statistiken habe, wie gerade meine Herzfrequenz ist, aber es ist dann doch relativ viel Geld für so ein kleines Teil Technik, was man wahrscheinlich nicht wirklich braucht. Ja, aber ich glaube gerade bei Uhren, also da spreche ich jetzt gar nicht von smarten Teilen, sondern wirklich von klassischen mechanischen Uhren. Ja, die sieht doch hübsch aus, oder? Die sieht sehr hübsch aus, ja, aber ich glaube 800 € sind für eine gute Uhr ja was, das legt der geneigte Uhrenkenner ja im Vorbeigehen lächelnd auf den Tisch. Das stimmt schon. Die hat einen gewissen Wow-Effekt auch und sie sieht nicht so holprig aus wie das Apfelmodell. Das stimmt natürlich. Also ich beschäftige mich auch schon ein paar Jahre lang mit dem Thema, habe mich aber auch noch nicht überwinden können, mir da irgendwas zuzulegen. Ich wäre da natürlich eher auf der Android Wear Schiene daheim. Da gibt es ja von Huawei zum Beispiel, glaube ich, das aktuelle Spitzenmodell. Aber mir sind da auch, ich glaube, aktuell 250 € zu viel, vor allem, weil ich mir denke, ich bin im Moment stolzer und zufriedener Träger von einer Casio G-Shock, die vor allem den Vorteil hat, dass sie einfach solar-powered ist. Das heißt, ich muss mich nicht darum kümmern, ob meine Uhr gerade Batterie hat. Und ich glaube, für mich wäre immer noch das Killer-Argument, dass ich daran denken muss, meine Uhr alle 1 bis 2 Tage ans Netzteil zu hängen, weil ich sonst so essentielle Dinge wie die Uhrzeit nicht mehr zur Verfügung habe. Ja, wer braucht schon eine Uhrzeit? Ja, ich habe das schon noch ganz gern. Also ich habe eine Zeit lang ohne Uhr gelebt und es hat mich immer furchtbar genervt, wenn ich wissen wollte, wie spät es ist, dass ich aufs Smartphone schauen wollte. Also ich mag das ganz gern, dass ich mit einem Blick die aktuelle und möglichst genaue Uhrzeit vor mir weiß. Was hätten wir noch für technische Spielereien, die wir ansprechen könnten? VR-Brille wäre zum Beispiel was. Du hast ja explizit gewünscht, dass wir über VR-Brillen sprechen. Ja, explizit gewünscht wäre vielleicht übertrieben, weil ich mich wirklich keine Ahnung davon habe. Ich habe in meinem Leben bis jetzt zweimal eine VR-Brille aufgehabt. Einmal eine Oculus und einmal eine PlayStation. Schieß mich tot, keine Ahnung, wie das Teil heißt. Ja, es ist ein nettes Spielzeug, aber man kann das manchmal ein bisschen austesten und mal probieren. Man muss selbst probieren, ist das für einen was. Für die meisten Leute wird es mit der Zeit einfach, es wird einen schwummrig, weil einfach der Bildschirm viel zu knapp beim Auge ist. Es ist hier kein Dauerzustand, aber es ist einmal eine coole Spielerei, das einmal zu testen und auszuprobieren. Also wer einmal die Möglichkeit hat, unbedingt testen. Ob man es wirklich zu Hause braucht und kaufen sollte, das halte ich eher für übertrieben. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, ich kann noch nichts dazu sagen. Allerdings, ich kenne das natürlich von PlayStation und Co., dass es durchaus gut gemacht und nett sein soll. Ja, also VR-Brille, sicher mal was Interessantes. Da ich selber nicht so der massive Gamer bin, habe ich für mich wahrscheinlich auch noch nicht so das Bedürfnis entdeckt. Aber ich denke mal, für andere Anwendungen als Gaming, wenn es da irgendwann was... Was für Anwendungen? Mit dieser Riesenbrille laufst du durch die Gegend und machst was? Da laufe ich durch die Gegend und schau interessant aus. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das lassen wir noch aus. Hausautomation haben wir noch ganz kurz anzusprechen. Ich bin zwar, wie wir schon in den anderen Sendungen gesagt haben, dass wir sind beide nicht so begeistert von den vollautomatisierten und gesteuerten Häusern. Was aber schon sehr fein wäre manchmal, wäre wirklich ein Smart Lock. Das heißt, dass ich außen meine Haustüren kontaktlos aufsperren könnte mit welchem Device auch immer. Vielleicht nicht direkt mit meinem Smartphone, aber mit einem Token oder mit sonst irgendeinem Gerät. Da ist es aber auch wieder dasselbe. Wenn man sich da ein bisschen schlau macht in die Richtung und nicht gerade zum nächsten Chinesen laufen will, sich dort ein Schloss zu kaufen, die Dinger kosten doch ein paar 100 €, wenn sie halbwegs anständig sein sollten. Wenn man jetzt zum Beispiel wie ich 3-4 Außentüren
Türen hat, geht das dann gleich ins Geld. Da wird es natürlich teuer. Nein, ich kann mir das prinzipiell schon vorstellen. Ich bin gerade dabei, ein bisschen mich in das ganze Automatisierungsthema einzulesen, habe mir zu diesem Zweck nicht ganz unter den Weihnachtsbaum, sondern ein bisschen vorher da auch schon wirklich eine, ja, fast Bibel bestellt. Also ich glaube, das Ding hat so um die 1500 Seiten. Da bin ich gerade dabei, mich mal einzulesen, was es da so alles gibt. Und ja, Smart Lock wäre für mich auch durchaus ein Thema. Also was mir prinzipiell ganz gut gefällt, ist die Idee, dass ich nicht mehr wirklich einen Schlüssel habe, den ich verlieren kann, beziehungsweise wenn ich den Schlüssel oder in dem Fall den Token verliere, dass ich den relativ leicht deaktivieren kann. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen, Gedanken darüber machen, wenn mir irgendwo ein Schlüssel abhanden kommt, muss ich jetzt das ganze Schloss austauschen, sondern ich tue mir da relativ leicht. Mir gefällt das prinzipiell auch gut, dass ich Leuten dann für einen bestimmten Zeitpunkt freischalten könnte. Das heißt, wenn ich sage, ich bin im Urlaub, brauche jemanden, der vielleicht meine Katze füttert, meine Blumen gießt, dass ich da relativ leichte Möglichkeit hätte, jemanden temporär. Ja, das wäre eine Option, da gebe ich dir schon recht. Ja, das zum Thema Hausautomatisierung. Ansonsten, ich bin da gerade, wie gesagt, noch am Schauen. Ich möchte ihm auch nicht so einen Wildwuchs aus mal kurz 2-3 Jahre lang vom Hersteller unterstützten Smart Devices haben, die dann alle in irgendeine Cloud funken und alle mit 17 Apps am Handy bedienbar sind. Gut, da sind wir uns einig. Das will keiner. Also wenn, dann hätte ich gerne irgendeine Lösung, wo ich sage, die ich relativ selbst gut programmieren und verwalten kann und die ich auch wirklich irgendwo nur innerhalb von meinem Netzwerk brauchbar bin. Was ich in meiner Haussteuerung schon drinnen habe, ist eine Wetterstation. Jetzt zwar nicht die Windgeschwindigkeit oder sonst irgendwelche Dinge, weil die interessieren mich nicht wirklich. Luftfeuchtigkeit und Temperaturfühler in gewissen Bereichen ist für mich ausreichend und liefert mir eigentlich die Information, die ich wirklich brauche. Ja, also Wetterstation ist für mich sozusagen Teil 3 der Bastelfantasien. Bastelfantasien. Ja, das sind so Dinge, wo ich mir denke, wenn ich mal Zeit habe, dann bastle ich mal wieder was. Da gibt's auch auf Raspberry-Basis einen ganz netten Bauvorschlag von der Raspberry Foundation selbst. Die haben nämlich vor, ich glaube, 2 oder 2,5 Jahren ein eigenes Add-on-Modul, einen sogenannten Head, an Schulen ausgegeben, wo diverse Mess- und Fühl- und Steuersensoren drauf waren. Das Ding haben sie allerdings so nicht in den Handel gebracht, sondern so wirklich nur limitiert. Jetzt haben sehr viele Leute gesagt, wir hätten das gerne. Und jetzt gibt es sozusagen eine Bauanleitung mit diversen, Sensoren und Aktoren, wie man sich sowas selbst bauen könnte. Habe ich mir in einer ruhigen Minute mal durchgelesen, ist wahrscheinlich Aufwand auf 2 Tage an einem verregneten Wochenende. Wäre aber sicher eine spaßige Geschichte, sich seine Wetterstation komplett selber zu bauen und ein bisschen selber zu programmieren, was das Ding so tut. Vielleicht in 1-2 Jahren mal zu Weihnachten, wenn das Haus auch fertig ist und der Garten fertig ist und ich Zeit habe, mich dann mit so Dingen zu beschäftigen, wie das im Haus auch weiß, wie draußen das Wetter ist. Das heißt, die ZAMG wird dich dann anrufen, wie das Wetter wird. Davon gehe ich aus, dass Alles das genauso sein wird. Vielleicht sollten wir aber auch noch zum Abschluss der Sendung, ich glaube, wir neigen uns langsam dem Ende, auch über Dinge sprechen, die wir beide nicht kaufen würden. Bei mir fängt es zum Beispiel an, habe ich letztens gesehen in einem Geschäft, eine Kaffeemaschine mit vollen Bluetooth- und WLAN-Unterstützung. Das heißt, ich kann via App diesem Kaffeemaschine sagen, was für einen Kaffee das ich haben will. Was das Ding nicht schafft, ist, dass es meinen Heferl drunter reinstellt. Ich verstehe den Sinn dieser Geräte einfach nicht, außer dass sie teuer sind und smart. Ja, ich verstehe es auch nicht, aber das liegt bei mir in erster Linie daran, dass ich keinen Kaffee trinke. Ja, das ist wieder eine andere Geschichte, aber das gibt es für Tee auch, so ist es nicht. Nein, ich habe das tatsächlich dann auch mal gelesen, so einen Erfahrungsbericht. Der Vorteil ist, ich kann im Bett schon bestellen, welchen Kaffee ich gerne hätte. Ja, wozu? Wer braucht das? Dazu muss ich aber erstens mal am Vorabend die Tasse schon drunter stellen und zweitens, vielleicht kann ich meinen Staubsaugerroboter dann so abrichten, dass er mir die Tasse dann irgendwie ans Bett bringt. Ansonsten... Also Robotik im Haus macht erst dann Sinn, wenn es wirklich ein multifunktionelles Gerät sein wird. Ja, also nicht nur ein Staubsauger, nicht nur Rasenmäher etc., sondern der dann mehrere Dinge gleichzeitig machen könnte. Das genau, wie hieß sie damals, die Rosie bei den Jetsons. Ja, so in der Art. Selbe sinnlose Spielzeug wäre zum Beispiel so eine Art Bluetooth-Zahnbürste, die mir auf Minuten genau sagt, wie lange ich wann geputzt habe und vielleicht noch eine Historie nach draußen funkt, die ich dann via App abfragen kann, weil es für manche Leute anscheinend unglaublich wichtig ist, dass ich meine Jahreshistorie vom Zähneputzen immer dabei habe. Ja, natürlich, heißt ja schon Bluetooth, also das haben sie sich damals schon überlegt, dass das primäre Anwendungsgebiet irgendwas mit Dentalhygiene könnte sein. Ja, was ich für mich persönlich nicht unbedingt brauche, ich weiß, das ist irgendwie der neue heiße Trend, was ich noch nicht ganz verstanden habe, sind diese vernetzten, smarten und mehrfarbigen Glühbirnen, wo ich mir dann aussuchen kann, dass das Licht heute violett sein muss, weil ich gerade
gerade in der Stimmung dazu bin. Naja, da kannst du immer anhand deiner Stimmung ein bisschen das Ambiente anpassen. Also meine Stimmung ist in der Regel so, dass ich sage, ich hätte gerne weiß-warmes Licht in allen Räumen. Und mehr Stimmungsschwankungen habe ich da leider nicht. Ich bin da ganz bei dir, ich verstehe es auch nicht, aber es ist schon richtig, es gibt sehr, sehr viele Hersteller am Markt, die anfangen, diese WLAN-Birnen zu bauen, die meistens dann auch noch irgendwo draußen via App und Server zu steuern sind. Ja, was ich gestern zufällig gesehen habe, ist, es gibt jetzt auch schon Glühbirnen mit integriertem Lautsprecher. Also so könntest du vielleicht dein Smart Multiroom-Speaker-Problem lösen. Also das ist ein Smart-Bereich, der mir schon etwas zu weit gehen würde. Wir haben das kurz angesprochen, smarte Lautsprecher, über die haben wir ja schon ausführlich gesprochen, kämen mir persönlich nicht ins Haus. Ja, vor allem nachdem heute ganz brandaktuell ein Artikel erschienen ist in der aktuellen CT zum Thema, dass Amazon da offenbar ein kleines Hoppala passiert ist. Die haben bei einer Datenanfrage von einem Nutzer da die Sprachaufzeichnungen von einer Alexa von einem ganz anderen Nutzer mitgeschickt. Die waren sowohl der betroffene Benutzer, der es bekommen hat, als auch der, dessen Daten da verschickt wurden, waren verständlicherweise sehr begeistert. Wird man sich anschauen müssen, ob es für Amazon da irgendwelche Konsequenzen gibt. Also für mich war das mal wieder ein weiterer Punkt dafür, dass ich gesagt habe, sowas kommt mir nach Möglichkeit ins Haus. Aber wenn ihr jetzt schon solche Dinge gekauft habt und euren Partner oder eure Freunde damit zu Weihnachten überraschen wollt, ihr braucht es jetzt nicht in den Müll stecken. Das sind ja nur unsere persönlichen Meinungen über diese Themen. Ja, es ist ja auch prinzipiell okay. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass halt sehr viel von diesen Dingen, die man da erzählt, auch zum Hersteller gehen. Aber eine lustige Geschichte habe ich da heute auch gelesen. Man kann das ja auch durchaus sinnvoll einsetzen, also vor allem, wenn man kein Mensch, sondern ein Tier ist. Da gibt es nämlich offenbar einen Graupapagei, der auch die Alexa für sich entdeckt hat. Der hört über die Alexa nämlich sehr gerne Musik und ab und zu bestellt er sich halt auch etwas im Namen seiner Besitzerin. Das heißt, die bekommt dann laufend irgendwelche Bestellbestätigungen von Amazon und muss eben das stornieren, was der Papagei bestellt hat und sie. Das finde ich wunderbar. Zum Abschluss bleibt uns zu wünschen, den Leuten draußen. Ja, frohes Fest, frohe Feiertage, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Allen draußen viel Spaß mit dem neuen Spielzeug, was unter dem Weihnachtsbaum liegt. Viel Spaß mit der Bluetooth-Zahnbürste. Und vielleicht auch viel Spaß mit dem analogen Brettspiel ohne irgendeiner Smartphone-Unterstützung. Alles Liebe und schönen Abend.